Heute möchte ich euch einen Bauvorschlag zeigen, bei dem es um diese beiden kleinen Autos geht. Diese beiden Autos möchte ich in meinen Wohnzimmerschrank stellen, aber nicht so allein, sondern schön eingerahmt in ein Diorama. In dem Diorama möchte ich gerne eine Straße malen und einen Feldweg. Das Ganze wird dann begrünt. Die Besonderheit an dem Ganzen ist, dass ich die Straße alt haben möchte. Gegen unsere Gewohnheiten, alles sauber, schön und neu zu haben, wird die Straße richtig schmutzig, alt, mit Flickflecken und Dreck. Ja, der erste Schritt ist mal wieder klar, die Grundplatte und dann aufreißen, wo verläuft die Straße. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Man nimmt irgendeinen schweren Gegenstand, klemmt sie das Lineal dagegen und formt daraus einen Bogen. Und schon habe ich den ersten Straßenverlauf und nun ziehe ich mit dem Lineal die Parallellinie. Die Straße wird so etwa 6 cm breit, 3 cm für jede Spur, das wären im Original etwa 3 Meter. Jetzt klemme ich mir einfach das Lineal an den Pullover, muss ja auch gehen, habe nur 2 Hände und biege mir das dann an die Markierung ran. Das wäre schon mal die Straße und dann setze ich hier so auf die Schräge einfach einen Feldweg. So soll das Ganze dann mal werden. Die Besonderheit an dem kleinen Diorama ist, ich möchte einen kleinen Graben machen. Nicht nur das flache Brett und die Ebene, sondern einen Straßengraben, wie man ihn überall vorfindet. Und werde aus dem Holz dann die Vertiefung ausschneiden. Einmal hier vorne und einmal hinten auf beiden Seiten. Ja, nun werde ich mit dem Stecheisen den Graben ausschneiden. Und damit da nichts passiert und man sich nicht verletzt, klemme das Brett hier am Tisch fest und dann geht's los. Für die Grundplatte verwende ich 10 mm Birkensperrholz. Mit dem Stemmeisen steche ich von beiden Seiten 3 mm tief in das Holz ein. Das Holz ist sehr weich und lässt sich leicht bearbeiten. Ja, jetzt kommt noch das Finish für den Straßengraben. Ich nehme ganz normales Schleifpapier, schleife einfach das Ganze ein bisschen schön in Form. Dazu fahre ich einfach nur hin und her. Dann ergibt sich das von selbst. Ja, das Brett ist soweit vorbereitet. Ich werde das ganze Ding einmal grundfärben, braun und dann die Straße schon das erste Mal hellgrau. Es wird insgesamt zweimal hellgrau gefärbt, einmal vor, Zwischenschliff und dann entfärben. Und danach kommen die ganzen Alterungsschritte. Für die späteren Grünflächen färbe ich das Brett jetzt mit brauner Farbe und streue noch in die nasse Farbe feinen Sand. Damit erzielt man die Imitation von Erdreich. Ja, jetzt klopfe ich hier nochmal den überschüssigen Sand ab und dann werde ich jetzt hier die Straße das erste Mal hellgrau färben. Die Straßenfarbe mische ich mir auf der Pappe zurecht. Dazu nehme ich Weiß, Schwarz und ganz wenig von dem Braun. Anschließend trage ich die Farbe ganz dick auf, damit von der Holzmaserung nichts mehr zu sehen ist. Nach dem ersten Anstrich erfolgt ein Zwischenschliff, damit die Pinselstriche nicht mehr zu erkennen sind und die Holzmaserung verschwindet. Anschließend nehme ich einen Schwamm und tupfe auf die feuchte, nasse Farbe, damit ich eine raue Oberfläche erhalte. Nachdem ich hier die Straße mit Bleistift markiert habe und die Breite festgelegt habe, gehe ich jetzt nochmal mit der braunen Farbe bis an diese Bleistiftmarkierung und tupfe nur bis zu der Bleistiftmarkierung an und streue dann Sand auf. Das Tupfen hat den Vorteil, dann sieht man keinen glatten Pinselstrich, sondern es ist eine ganz raue, gebrochene Linie. Also das heißt, der Übergang von Erdreich zur Straße ist dann wie in echt rau und keine glatte Linie. Am besten eignet sich für die Arbeit ein Borstenpinsel und für das Erdreich ein feiner Quarzsand. Die Straßenmarkierung mache ich auf ganz einfache Art und Weise. Ich nehme einfach einen feinen Pinsel mit weißer Dispersionsfarbe. Die Straße soll sowieso alt werden, dann spielt es auch keine Rolle, wenn die Linie nicht ganz so perfekt genau wird, denn Freihand ist nun mal Kunst, die nicht jeder kann. Dann wird das alles vorgezeichnet mit Bleistift und hinterher mit Pinsel nachgemalt. Das eine Ende vom Lineal mit dem Bauch halten, das andere Ende mit den Fingern halten. Dieses Ungeziefer hier schon wieder. Das werden hier dann kleine Markierungen. Hier beim Linienziehen muss man jetzt einfach nur aufpassen, dass die Farbe nur vorne auf der Pinselspitze ist und immer wieder neu abstraufen, damit das wirklich nur ein dünner, feiner Strich wird. Leichter fällt es, wenn man sich mit dem Handballen abstützt und dabei den Rotmaderpinsel führt. Wir haben jetzt hier eine fertige, schöne neue Straße. Nächstes Mal zeige ich euch, wie wir aus dieser neuen Straße eine wirkliche Straße machen, mit Schlaglöchern und Straßenschäden.